von der Ostküste, hier Sydney, los, Central Station, fahren quer das ganze Land nach Perth an der Westküste. Man hat in Sydney auf einmal nicht mehr genug Bahnsteige. Wir haben nur Gold. Drag Queen Bingo. Ich hatte den Schwertfisch, wie gesagt, war sehr lecker. Ja, und sorry, aber das ist natürlich total geil jetzt für Under the Stars, wo wir neben dem Zug draußen quasi irgendwie uns befinden werden. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die ich gar nicht erzählt habe. Wir hatten noch 2 Loks. Beim Review Video Magazin, einem neuen Video unsererseits, und heute nehmen wir euch mit auf den Indian Pacific. Das ist ein Zug, mit dem fahren wir jetzt in Australien von der Ostküste, hier Sydney, los, Central Station, fahren quer das ganze Land nach Perth an der Westküste und zeigen euch, was jetzt hier passiert, wie lange das dauert und was alles so zu sehen ist. Ausgangspunkt des Trips mit dem Indian Pacific war für uns die Railway Station in Sydney. Direkt gegenüber haben wir im Hotel übernachtet. Das habt ihr im Vlog ja schon vorher gesehen. Und dort haben wir uns dann entspannt erstmal eingefunden. Es gab einen eigenen Schalter mitten auf dem Bahnsteig, den man ganz leicht erkennen konnte. Dort durften aber erstmal priomäßig die Platinum-Gäste einchecken. Danach haben wir unsere eigene Schlange bekommen. Während man in der Schlange steht, kommt eine Mitarbeiterin durchgelaufen und checkt die Koffer. Sie hebt einfach jeden Koffer an, um dann einen Heavy Badge dran zu hängen. Es gab gelbe oder rote oder manche sind dann auch grün gewesen, weil sie dann doch nicht so heavy waren. Die Eternity Bar der Central Station Booking Hall von Sydney war dann exklusiv gebucht und geblockt für uns als Goldgäste. Wir haben beim Check-in unsere Lanyards bekommen mit Schildchen dran, auf denen unsere Namen mit Edding geschrieben waren. Und mit dem Kugelschreiber dann unsere Bahnsteignummer, beziehungsweise ist es auch die Kabinennummer. Unser Waggon war Waggon Nummer B. In unserer exklusiven Lounge gab es Live-Musik und Getränke und Essen inklusive. Dann haben wir die Zeit in dieser Bar überbrückt. Wie viel Zeit war nicht klar, denn das, was nicht kommuniziert wurde, war, dass der Zug nicht von Sydney aus starten konnte und die irgendwie kurzfristig zu wenig Gleise hatten. Es gab wohl eine E-Mail im Voraus, die sah aber aus wie alle anderen E-Mails, die wir die ganzen Wochen vorher schon bekommen haben, und ganz unten im Kleingedruckten stand es wohl dann. Das wurde noch nicht einmal kommuniziert, was nicht so schön ist. Und dann folgte nach dem Baraufenthalt eine mehrstündige Busfahrt. Und die ging dann natürlich in Sydney los. Das Ganze zog sich ein bisschen und war etwas ernüchternd. Well, good morning everybody. I'd just like to say a big welcome to the Eternity Cafe here this morning. My name is Kim. I am one of the Journey Beyond team members here today, and we also have Sarah Jane at the door. I'd like to all put a big hand together for our beautiful Eternity staff members, cafe members who have been looking after us this morning, and to Travis, our wonderful musician, playing some good old songs there. Wir haben ungefähr bei der Hälfte der Fahrt einen Stopp gemacht, um uns die Blue Mountains anzugucken.
Mit in unserem Bus saß eine ältere Dame, die schon ein paar Tage zuvor eine Bustour zu den Blue Mountains bei ihrem Sydney-Trip gemacht hat. Blöd für sie. Aber sie ließ sich nicht nehmen, uns das auch nochmal spüren zu lassen. Als ob wir auch zweimal diesen Trip gemacht hätten. Alles Weitere erzählen wir euch jetzt aber im Video. Denn wir haben uns das eigentlich anders vorgestellt und haben am Anfang jetzt ein bisschen improvisiert und dann wird das ganze Video geswitcht. Eigentlich sollte unsere super kostengünstige Reise in Sydney mit dem Zug starten. Das tut sie aber nicht. Das hat sich gestern wohl entschieden. Denn man hat in Sydney auf einmal nicht mehr genug Bahnsteige, um unseren Zug da abzufertigen. Der eigentlich auch geteilt wird, also zweigeteilt wird, weil der auch nicht im Ganzen in den Bahnhof passt. Also befinden wir uns auf einer 3-stündigen Bustour zum nächstbesten Bahnhof, der wohl funktioniert. Haben jetzt hier einen Stopp bei den Blue Mountains nach über 2 Stunden. 20 Minuten kurz hier schnell Pipi machen, ein Foto machen. Jetzt geht's wieder in den Bus, 40 Minuten wahrscheinlich dann noch, aber so wie der fährt, ein bisschen länger. Vielleicht sehen wir dann mal unseren Zug, man weiß es nicht. Fairerweise muss man dazu sagen, steht hier aber noch ein Gläschen Champagner für uns bereit. Vielen Dank, ich habe schon so brennen. It is 830 metres long and we have 35 carriages on board. This equates to a staggering 1,609 tonnes. We have 2 NR class locomotives up the front with 2 drivers and a total of 192 guests on board today's journey and 43 crew members to look after you all. For those guests undertaking the Great Australian Crossing right through to Perth, prepare yourself for an adventure like no other. There are very few train journeys that are transcontinental, and this one will connect you from the Pacific Ocean to the Indian Ocean, over 4,352 kilometres. Wir gehen jetzt mal zum Abendessen. Unsere Karte sagt 18 Uhr. Wir haben den Zug bestiegen und haben uns kurz ein bisschen orientiert, haben das Material, was hier bereitgelegt wird, durchgelesen. Dann kommt eine Zugbegleiterin in den Zug, holt einen kurz ab und erklärt ein bisschen das Zimmer. Wir haben ein bisschen mehr selber vorher schon rausgefunden. Und danach kommt noch jemand wegen diesen Ausflügen, die man machen kann. Dieses Buchungssystem ist eine absolute Katastrophe. Du kriegst irgendwie einmal die Woche eine Mail und hast du schon was gebucht? Ja. Und das, was wir gebucht haben, geht aber jetzt nicht, weil wahrscheinlich, die Kommunikation ist totale Katastrophe hier. Können wir uns vorstellen, dass es wettertechnisch nicht funktioniert? Also weil das in Klammern saisonal ist, dass man das machen kann, aber es findet einfach nicht statt. Ausflüge werdet ihr dann also noch sehen. Auch das Zimmer werden wir dann nochmal im Detail zeigen, weil wie ihr vielleicht merkt, hat man das in der Zeit, wo wir essen waren, umgebaut. Deswegen reden wir dann da auch gleich noch drüber, über das Zimmer. Wir sind dann nämlich, haben auch gesagt bekommen, also wir haben eine Karte bekommen, da sind unsere Zeiten drauf für
wann wir wo, wie was essen. Und so eine Viertelstunde vorher jetzt da sein. Und wir hatten direkt einen 6 Uhr Slot. Hieß für uns, wir sind im Wagen B durch C und D durch in die Bar. Ein Übergangsgetränk haben, also mit den Bahnübergängen, das ist ja total lustig. Ein Übergangsgetränk haben wir dann zu uns genommen. Und dann sind wir aufgerufen worden und dann wird man zum Essen hingesetzt. Dinner heute war ein 3-Gang-Menü. Man konnte ein wenig wählen. Bei mir gab es als Vorspeise Känguru und zum Hauptgang das Lamm. Und was hattest du noch als Vorspeise? Die Blumenkohlsuppe. Die Blumenkohlsuppe, die war auch gut. Ich habe kurz probiert. Und dann gab es das Hähnchen zum Hauptgang. Und alle am Tisch hatten dann dieses Obstzeug als Dessert. Ein sehr nettes Paar aus Nottingham kennengelernt, die also zwangsweise, weil die saßen nämlich mit uns am Tisch, das sind so 4er-Tische, man wird zusammengesetzt und das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Essen war sehr gut, sehr eng und das ist auch allgemein ein Thema, wo dann, wenn wir das Thema noch drüber sprechen, die Kiste hier ist aus den 70ern. Sie ist immer noch aus den 70ern, also da gab es jetzt irgendwie gefühlt keine Upgrades. Genau. Und dann sind wir noch mal in die Bar, haben noch was getrunken und sind dann jetzt wieder hier zurückgekommen und auf einmal waren unsere Betten gemacht. Da war einfach eine Leiter da, die Betten gemacht. Da wir uns aber noch nicht fertig sortiert hatten, wie wir hier leben wollen, muss man erst mal gucken, wie wir das machen. Mit dem Koffer und so weiter und so fort. Wir haben halt den großen Koffer dabei, weil wir ja auch fliegen und alles dabei haben müssen. Ist auf jeden Fall ein bisschen unpraktisch. Den zweiten Koffer, den wir haben, den kann man, also man kann alles aufgeben als Aufgabegepäck hier. Das kommt dann irgendwo in irgendeinen Frachtwagen. Kommt man auch erst wieder dran, wenn wir in Perth sind. Vorher kommt man da nicht dran. Aber da wir beide Zeug haben, Zeug brauchen und der ganze Kamerakram, den wir dabei haben, müssen wir haben alles, was ging, in den anderen gepackt, aber müssen den trotzdem mit hier reinnehmen. Und Volumen hat er. Egal wie voll und schwer der ist, Volumen ist da. Genau, ansonsten ist das Bett jetzt gemacht, Etagenbett, denn es gibt den Unterschied Gold und Platinum. Wir haben nur Gold, also ist die zweite Klasse. Platinum haben dann halt so ein Doppelbett normal auf dem Boden, flach. Man ist auch sehr voneinander getrennt. Die Platinum-Leute, die haben einen eigenen Check-in, die Platinum hatten ja auch dann am Bahnhof eine eigene Lounge und so weiter und so fort. Es gab also 2 Busse Platinum und 3 Busse Gold quasi. Wenn 5 Busse max da waren und es bei 3 losging. Genau, das ist auf jeden Fall bis jetzt strikt getrennt. Betten sind gemacht, Treppchen ist da und wir kommen gleich langsam mal zur Ruhe, um euch dann morgen fit und ausgeruht alles zu zeigen. Und das muss auch erstmal ein bisschen auf uns wirken, wie wir das Ganze hier finden. Man kann auch so blaues Ambiente-Belicht anmachen, das finde ich persönlich immer sehr geil. Und es ist schon sehr cozy. Man kann nicht aufrecht hier drunter sitzen. Das ist, also du kannst das, ich kann es nicht. Und ich bin auch nicht groß. Muss man dazu wissen. Aber so ein Zug und ein Bett, ich finde das total. Wir haben ja davon geträumt, deswegen machen wir diesen Trip ja auch. Und freuen uns, euch das zeigen zu können. Genau, das aber erstmal jetzt dazu, würde ich sagen, oder? Dann haben wir das erstmal ein bisschen euch abgeholt und wir sehen uns beim Frühstück wieder. Wir hatten jetzt unsere erste Nacht im Zug. Haben eigentlich gut geschlafen, wir sind aber oft wach geworden, aber trotzdem war es okay.
des Geruckels ist eigentlich sehr schön, finde ich. Jetzt sind wir hier quasi aufgestanden und sind dann, haben uns kurz fertig gemacht, ganz easy, man muss sich halt ein bisschen absprechen, weil man nicht zusammen überall rumhantieren kann. Jetzt sind wir hier in der Bar wieder und hier ist der Treffpunkt für den Ausflug, den wir gleich machen werden. Und ja, es ist kurz nach 6. Und danach gibt es erst Frühstück. Das ist irgendwie ein bisschen komisch gemacht, weil auf unserer Essenskarte steht, das Frühstück ist von 7 bis 9:30 Uhr. Also der ganze Zug ist halt von 6:30 Uhr oder so einfach schon draußen. Also weiß ich jetzt nicht, wer da um 7 Uhr frühstücken gehen soll, aber wir werden sehen. So Leute, wir sind am ersten Zwischenstopp bei Broken Hill angekommen und wie wir euch ja erzählt haben, war 6:30 Uhr Treffen eigentlich geplant in der Lounge und dann sollte es zu den Ausflügen gehen. Das mit dem Buchen haben wir ja schon gesagt, dass das nicht so gut funktioniert hat. Die Ausflüge sind gecancelt, weil wir irgendwie zeitlich hinterherhängen. Dementsprechend war jetzt noch mehr Chaos fürs Frühstück, aber wir haben direkt den ersten Slot uns gecatcht. Frühstück war in Ordnung und wir haben jetzt aber schon eine halbe Stunde hier gestanden oder sogar länger, weil die Leute hier getrennt separat ein- und aussteigen müssen, weil mal überraschenderweise der Bahnsteig wieder zu kurz ist. Wasser muss aufgefüllt werden, Driver Change haben wir und weil was wir eigentlich gebucht haben, Living Desert, was ja dann auf einmal doch ausgebucht ist, mussten wir ja switchen und haben uns dann für Main Drag Walking Tour entschieden und zwar mit einer lokalen Drag Queen hier aus Broken Hill. Aber da das gecancelt wird und Drag Queens total cool sind, steigt die jetzt einfach mit uns in den Zug und fährt mit. Und heute Nachmittag gibt es dann irgendwie Drag Queen Bingo. Weiß ich nicht. Aber ja, wir können jetzt kurz den Stepper raus, mal frische Luft schnappen. Wir können ja leider keine Fenster aufmachen und die Beine kurz vertreten. Jetzt wollen wir euch mal ein bisschen durch unser Zimmer abholen. Wir haben eine Roomtour und wir haben ja Cabin Light und Night Light, aber das sieht man jetzt natürlich nicht. Müssen wir heute Abend euch nochmal das Night Light zeigen. Man hat dann hier einen Dreier-Sitzplatz, kann die Lehnen auch hochmachen, kann also ein bisschen rummümmeln. Das Bett ist also einmal das unten, das wird hier rausgeklappt, das obere wird runtergeklappt. Das soll man nicht selbst machen. Wir haben das schon mal ausprobiert, also können tut man das. Und drunter zu fest dagegen getreten. Ist eine Leiter, die wird dann hier auch noch eingehangen, damit der obere nach oben kann. Können wir auch gerne heute Abend noch mal zeigen, wie ich mich hier verrenke. Lüftung, man kann hier selber keine Temperatur einstellen. Es gibt keine Klima, keine Heizung, sondern angenehme 22 Grad sollen im ganzen Zug immer herrschen. Audiosystem, was einem ein bisschen was erzählt. Normalerweise sollte man hier auch Radiosender einstellen können. Aber weiß ich nicht. Tut sich nichts.
Licht haben wir auch noch hier für den Spiegel. Hier ist nochmal ein Spiegel, da ist ein Spiegel, im Bad ist ein Spiegel. Also Spiegel und je nachdem wie das Licht spiegelt, ist auch noch eine Scheibe. Genau, im Bad ist nämlich hier auch die Beleuchtung und auch der Spiegel ist beleuchtet im Bad. Steckdosen in Australien haben immer noch mal einen separaten Schalter, die müsst ihr ein- und ausschalten. Australische Steckdosen. So wie ich das verstanden habe, gibt es auch Adapter hier. Haben wir aber dabei. Hier ist ein kleines Schränkchen. Da ist ein kleiner Mülleimer hinter und hier ist noch eine Nische, da kann ein Rucksack rein. Hier kann man dann die ganze Begleitinformationen, die an Bord ist, reinstecken, die nämlich vorher hier auf diesem Klapptisch war. Es gibt nur den Klapptisch, heißt, hier ist kein Tisch, hier ist kein, also die zwei Plätze sind tischless. Aber wir haben noch einen Schrank, kann man auch noch zeigen. Das sieht ein bisschen wüst aus. Hier ist ein Haartrockner dabei. Ein kaputter Bügel. Hat sie auch, als ihr das Zimmer gezeigt hat, oh, der ist aber kaputt. Ja. Oh. Das war's. Der kleine Mini-Tresor könnte eventuell wichtig sein für die Juwelen der Angetrauten, die dabei ist. Denn die Kabine kann man nicht von außen abschließen. Spannend. Hier oben lagern die Kopfkissen. Jeder hat 2 richtig dicke, ordentliche Kopfkissen. Wir haben es sogar geschafft, unseren Koffer daneben zu kriegen, den wir vorher im Bad deponiert haben. Und der stand da jetzt noch drin, als sie rumkam, als gezeigt hat, und das Bad auf. Und ich so, hey, der Koffer. Das ist nicht neu. Ja, wenn du hier einmal die Woche oder zweimal die Woche unterwegs bist, wird, glaube ich, schon mal jemand seinen Koffer ins Bad gestellt haben. Und das Bad haben wir hier auch. Das ist ein Duschklo. Hat zwar einen Duschvorhang, der einmal rumgeht, aber den kannst du ja auch sparen, weil der liegt dann auch halb auf der Toilette. Ich finde witzig, dass wirklich der Spülknopf vom WC aussieht wie bei einem deutschen Zug. Es ist eine Zugtoilette, die mit Unterdruck arbeitet. Auch lustig ist... Also die Gläser, die sind hier eingehakt, damit die nicht rumfliegen. Hier nochmal ein bisschen wie im Schiff. Badehauben sind dabei. Kleenex. Taschentücher. Voll geil. Hier ist noch ein Schrank, falls man an der Wampe vorbeifüllen kann. Hier sind nochmal Handtücher drin. Und man kann auch einen Monitor dran anschließen. Interessant. Und unter dem Waschbecken, das wir hier haben, ist nochmal ein Schrank mit Klopapier. Genau. So, und ich weiß, dass alles noch für Lampen sind, wenn das Licht an ist. Die fusionieren leider. Eine flackerte heute Morgen. Oh mein Gott. Ich glaube die. Ja, vielleicht. Das war dann wie so richtig im Zug, weißt du, wenn das Licht dann wackelt. Flackert, wackelt. Das Wackellicht. Genau, man hat hier auch nochmal so ein Lämpchen. Dauert 3 Tage, bis es an ist. Der ich mir total gemütlich vor, bloß als wir gestern hier reingekommen sind, waren die Betten schon umgebaut. Da war man gar nicht mehr in der Versuchung. Ja, das ist, glaube ich, dann für den Commercial Shot, muss ich ja hier so an der Scheibe sitzen, verträumt in einem Buch lesen. Oh, zusammengebrochene Wellblechhütte. Wir haben gerade auf dem Weg hierhin ja ziemlich viel Zeit sinnlos in der Lounge verbracht, dabei aus dem Fenster geguckt, logischerweise. Und richtige Kängurus gesehen. Draußen in der Wildnis, laufend, hüpfend. Was ist denn das da eigentlich hinter dir? Das ist mein zweiter Versuch eines Zeitraffers. Nachtzeitraffer hat schon mal nicht funktioniert. Die neue GoPro, die hat ja 4 Zeitrafferfunktionen. Einmal den Time Warp, der jetzt gerade läuft, und dann 3 Nachtvarianten, die alle irgendwie angeblich das gleiche machen. Das erste schon mal nicht. Oder doch, man weiß es nicht. Das ist nichts geworden. Haben ja noch 2 Nächte. Ich habe gestern gesagt, ich versuche es jetzt schon mal, nicht, dass das schief geht. Ja, zu Recht. Leider Gottes bleibt halt das Fenster geschlossen. Wir lieben frische Luft. Und die haben ja auch gerade gesagt, ey, geht raus und holt euch mal ein bisschen Fresh Air. Ja, ihr merkt es selber. Genau, das aber jetzt erstmal dazu. Die Drag Queen ist jetzt im Zug. Das jetzt Haben wir dir erzählt, dass die ausgefallen ist? Diese Tour? Ja, habe ich doch draußen gerade erzählt, dass alle Touren ausgefallen sind, ja, stimmt, weil wir irgendwie Delay haben. Also bis jetzt, wir steigen nicht in Sydney am Bahnhof ein, sondern fahren 3,5 Stunden Bus. Ich hasse Busfahren und ich möchte Zug fahren und fahre nicht 3,5 Stunden Bus dann zum Zug hin. Dann haben wir jetzt so ein Delay, dass jetzt die Ausflüge ausfallen, weil es ist scharf da drauf, aber der eine oder andere vielleicht schon. Auch nicht cool. Die Leute waren jetzt auch schon ein bisschen
ein bisschen angepisster als gestern und dann haben wir auch gesagt, Alter, was ist denn jetzt? Weil du kriegst keine anständige Information hier, wie läuft was ab, was passiert denn, wo muss ich wann wie sein, das ist nicht so geil. Aber jetzt, das erste Mal mit einem richtigen Timetable arbeiten wir jetzt, wo spontan die Drag Queen an Bord ist und wir haben 4 Lounges im Zug. Waren das 4 oder waren es 5? 5. Ne, 5, genau. 4 Gold. Eine Platinum? Nee, 2 Platinum, 3 Gold. Ist ja auch egal. Und das ist jetzt immer 1 Stunde und macht jetzt hier Lounge-Shopping. Wir sind natürlich als letztes dran, weil wir sind hinten am Ende des Zuges in B. Richtig? Aber wenn der nämlich anders fährt, ich weiß nicht, ob wir das schon erzählt haben, das Video war auch anders geplant. Wir wollten das ganz anders aufbauen. Das funktioniert alles nicht mehr. Deswegen erzählen wir jetzt mehr als... Also das ist auch wieder... Ich habe mir das so gut ausgedacht. Wir haben das voll geplant. Wir machen das so und so. Und dann... Boah, deswegen plane ich sowas nie und mache alles spontan. Der Zug fährt einmal die Woche und es gibt 2 Varianten. Entweder die wir machen, von Sydney nach Perth oder von Perth nach Sydney. Man kann auch zwischendurch aussteigen, dann Adelaide. Heidi. Daher ja auch der Name Indian Pacific. Der Indische Ozean wird mit dem Pazifik verbunden. Der Indian Pacific ist einer der wenigen weltweit wirklichen Transkontinentalzüge, die es überhaupt gibt. War seinerzeit der drittlängste Zug. Seinerzeit das Stichwort überhaupt. In den 1970er Jahren wurden diese Waggons gebaut und fertig. Die sind immer noch gefühlt auf dem Stand. Es sind so viele Sachen, die ich so anders machen würde. Vor allem darf man nicht vergessen, dass das Ganze auch ein Preisschild hat. Und das ist kein kleines. Also das ist keine Telefonnummer, das ist der Preis. Zum Beispiel hat ja ein Mitreisender uns gesagt, mit dem wir gestern Abend gegessen haben, ey, so einen Balkon hinten dran, wie man so von alten Westernbahnen kennt, wäre total geil. Oder irgendwie mal die Möglichkeit irgendwie raus. Und du hast es ja auch gesagt, mal die Gerüche wahrnehmen und die Luft und alles wahrnehmen. Du bist halt echt in dieser Kapsel eingeschlossen, so. Das finde ich nicht so nice. Und alles alt, abgenutzt, abgerockt. Ja, er hat halt auch über 50 Jahre auf dem Buckel, die Kiste dann, ne? Aber das Schlafen für uns war cool. Wir sind oft wach geworden. Ich weiß aber nicht, woran es gelegen hat. Es ist sehr harte Matratzen und auf jeden Fall nicht am Shaky sein. Das ist total geil. Also wir leben auch so einen kleinen Traum gerade hier, aber man hat sich das auf jeden Fall ein bisschen schöner vorgestellt. Das ist wirklich in der Zeit stehen geblieben. Und deswegen können sie es vielleicht noch anbieten. Es gibt ja sowas nicht mehr so oft, ne? Aber für mich wäre das zum Beispiel auch USA und sonst was, das wäre für mich voll die Reisealternative, wenn das anders aufgebaut wäre. Ich hasse Fliegen, weil das nicht komfortabel ist. Aber sowas ist doch geil. Ja, ich glaube, dann haben wir das erstmal zum Zimmer und jetzt stand die Dinge gerade und uns wurde gesagt, jetzt, Gott, das ist eine Solarfarm, Alter. Ja, krass. Das war nicht so gut. Nö, das ist schwarz. Das ist weiß. Ach ja. Damit du nicht schwarz bist. Ja. Genau, ihr guckt jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn was anderes passiert. Hallo. Wir haben jetzt Mittag gegessen
Auf unseren Zeiten stand von 12 bis 2, also man kann das wahrscheinlich, das haben alle wahrscheinlich so da draufstehen. Und wir haben uns jetzt gedacht, da wir als ganz am Anfang beim Frühstück waren, machen wir auch ganz am Anfang das Mittagessen. Dann ist das irgendwie sinnvoll, dass sich das so einpendelt mit den anderen Passagieren. War jetzt auch okay, also ist jetzt auch keine Schlange oder so gewesen. Wir hatten diesmal eine Vorspeise, die man nicht auswählen konnte. Das waren so Brötchen mit Zitrone, ziemlich lecker. Und als Hauptspeise hatte ich den Schwertfisch. Und Bro hat so eine Lachspaste gehabt mit so einem Teller mit Salat, Schinken und Käse. Und noch, was hast du noch, so ein eingelegter Blumenkohl oder sowas, ne? Auch mit Gurken und so. Auch so mit eingelegtes Gemüse so ein bisschen, mit Essiggurken und sowas. Und war sehr lecker, hat uns beiden geschmeckt, auch wenn Bro ein bisschen überrascht war, weil man versteht immer nicht jedes Wort, was so in diesen fancy geschriebenen Titeln von irgendwelchen Essen ist. Deswegen, ich habe nur Lachs gelesen bei ihm, aber nicht, dass das so eine Paste ist. Ich hatte den Schwertfisch, wie gesagt, war sehr lecker. Haben wir uns geteilt. War wirklich lecker. Also ich mag Fisch gerne, wenn das jemand anders macht, aber ich traue mich nicht, das zuzubereiten. Und als Dessert hatte ich so einen Orangenkuchen mit Schokoeis und Bro hatte so ein Toffee-Eis. Also hat alles super gut geschmeckt, war alles auch schnell da. Ablauf ist super beim Essen, Getränke und alles funktioniert beim Essen wirklich sehr gut. Ja, jetzt sitzen wir hier noch und also wir haben noch ungefähr 2,5 Stunden Zeit, bis die Off-Train-Experience losgeht, die heute Nachmittag ist. Und in der Zwischenzeit sollte ja noch die Drag Queen hier vorbeikommen, aber auch da haben wir noch ungefähr 1,5 Stunden Zeit und deswegen spielen wir jetzt Yahtzee. Das gibt es hier im Zug. Hier kann man sich verschiedene Spiele wegnehmen und ich habe jetzt Yahtzee weggenommen. Wir haben ja auch unser eigenes Kniffel dabei, aber dann müsste ich jetzt natürlich ins Zimmer laufen und das rauskramen ist ja unnötig. 3, 2, 1. Also wir haben jetzt gerade eine Durchsage bekommen und deswegen ist uns noch eingefallen, dass wir euch noch nicht erzählt haben, dass wir, wo wir im Broken Hill wieder gestartet sind, auch eine Durchsage kam, dass man doch jetzt die perfekte Zeit hat, um rauszuschauen, um auf das Wildlife zu achten. Emus, Kängurus, Ziegen, wilde Ziegen, diese Brumbies, das sind hier Wildpferde und noch was? Nee, oder? Und da haben wir auch tatsächlich gesehen, der Bro hat Emus gesehen oder ein Emu, mehrere Emus, ein Emu. Und laufend, genau. Und dann haben wir ein paar hoppelnde Kängurus gesehen, manche die so, also richtige Kängurus, manche die so einfach nur richtig dumm gerade so zum Zug geguckt haben. Und sie dachten, was ist denn hier eigentlich los? Sowieso sind die Tiere irgendwie ein bisschen überrascht davon, dass wir hier lang fahren, weil die Kühe auch waren so. Und Kängurus, genau, was haben wir noch gesehen? Ganz, ganz viele wilde Ziegen. Und Bro hat gedacht, er hat ein Pferd gesehen, aber er hat dann auch gesagt, es könnte auch ein Stein gewesen sein. Also keine Ahnung. Und die Durchsage, die jetzt kam, war das anscheinend das Highlight der Strecke schlechthin. Und zwar die größte Windfarm Australiens, die hier rechts ist. Das heißt Windpark mit Windrädern. Das ist wohl hier das absolute Highlight. Okay, aber die Leute waren auch auf jeden Fall überrascht und begeistert. Vielleicht gibt es das hier sonst nicht so oft. Also wir haben es jetzt auch nicht oft gesehen, wir haben es einmal gesehen. Ja, aber 200.000 Haushalte in Südaustralien werden damit versorgt, mit dem Strom. Kann ich jetzt nichts drüber sagen, ob das viel ist oder wenig. Davon kenne ich mich da zu wenig mit aus. No, not at all. I've been working on the train for the last 3 years, so I'm used to being on here, so it's all good. Not normal. So, wir haben es geschafft, das Bier, was wir hier die ganze Zeit trinken, leer zu trinken. Das wird jetzt in der nächsten Station aufgefüllt, deswegen sind wir auf Peroni umsteigen müssen, was jetzt nicht schlimm ist. Was vielleicht schlimm ist, dass die Crew jetzt auch wechselt und wir unseren Bartender verlieren. Wir haben uns wortlos schon verstanden. Ich musste nur Präsenz zeigen und es wurde alles hingestellt. Dann hatten wir gerade Bingo. Es war 2 Runden, also 2 Zahlen früher und ich hätte hier noch was mitgenommen. Und jetzt haben wir gleich die erste Experience.
die wohl auch dann mal stattfindet. Und Walking with the Wildlife ist das, glaube ich. Ne? Da werden wir auch irgendwie heute wohl Abendessen. Ich glaube, wir fahren schon wieder Bus. Und wir haben das gerade bekommen. Ich weiß nicht, was passiert und was wir vorhaben, dass es so laut wird, dass wir uns Oropax reintun sollen. Ist Oropax eigentlich ein Gattungsbegriff? Ja. Und, ja. Aber Earplugs ist jetzt auch nicht weit weg, aber Oropax wird der Gattungsbegriff sein. Ohrstöpsel, Gehörschutz. Ich habe angepasste auf meinen Gehörgang, die habe ich natürlich nicht mit, aber ich glaube noch nicht, dass jetzt irgendwas passiert, dass ich das... Die Zitadellen. Was? Die Zitadellen. Die Zitadellen. Als wir bei Siemens waren und das Werk angeguckt haben, da haben wir die ja auch bekommen. Und da war es auch nicht laut, von daher. Aber lieber haben als brauchen. Genau. Und dann sind wir jetzt gleich, wir haben jetzt 15 Uhr. Mittag habt ihr gehört und gesehen beim Ausflug, der jetzt dann 5 Stunden theoretisch geht. Ne? Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn man das Laserklinik nicht mehr anständig lesen kann. Beim Reingehen denkst du, okay, ich brauche das, aber beim Rausgehen, ich bin immer noch krank. But if you kind of want to do this half this way, a little toddle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, this way, and then yep, you as well, beautiful. Wir sind jetzt so ungefähr 40 Minuten mit dem Bus gefahren, mal wieder. Yes. Der Fahrer hat die ganze Zeit irgendwas erzählt, was man nicht verstanden hat. Nicht nur, weil es zu leise war, sondern obwohl er so redet, so jeder Busfahrer. Und wir sind jetzt angekommen im Cleveland Wildlife Park. Wir wurden in 2 Gruppen aufgeteilt. Wir sind ungefähr 35 Leute. Und bekommen jetzt quasi hier einmal eine Führung. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Haben Futter bekommen. Kostenlos natürlich. Und kommen jetzt, ja, das ist mit eingepreist, zu den Koala. Und der Bro hat gerade eben schon einen Wilden gesehen. Du auch. Wait, just here and I can do my first little stop of the tour. So acknowledging that we are meeting on the traditional lands of the Kaurna and the Paramank people of the Adelaide Plains and the Adelaide Hills. So here at Cleveland we pay respect to their elders past, present. And they tend to be more of a grazing animal. So kangaroos are grass eaters, wallabies are other plant eaters. So they'll actually live in swampy areas or rocky areas, can be in like dense forest and understory, and they'll be eating lots more trees and bark and leaves and flowering shrubs and roots. Whereas the kangaroos are basically lawn mowers. So they're out there looking for grasses. Obviously out in arid outback Australia, no manicured gardens and lawns like we have here, but they will actually find lots of native grasses as well. The only trace of me are the memories in your head. Bet you thought that I'd be waiting neath your dirty front porch light. So Leute, wir sind jetzt hier beim Känguru füttern und das hier ist ein Wildpark und der ist halt für den Arterhalt da, um euch Edutainment was beizubringen, also unterhaltsam was beizubringen und die Natur den Leuten hier auch näher zu bringen. Jetzt bin ich auch schon voll mit Kängurusäber. Wenn die wüssten, dass ich die gestern gegessen habe. Ne?
Ja, und sorry, aber das ist natürlich total geil jetzt für uns. Die sehen sich hier selber auch wieder nicht als Zoo. Es ist am Ende trotzdem das Gleiche, ob es jetzt ein großer Käfig ist oder eine freie Laufanlage. Aber die Kollegen hier können das sich selber aussuchen, ob die hier zu uns kommen oder nicht. Und hinten waren ja auch welche, die nicht wollten. Es ist schon, es ist schon sehr cool. Oder nicht. Also So go ahead, plead and beg, there's nothing you can. Rotes Känguru, wie sie gerade gesagt hat. Die größten in Australien, somit auch die größten der Welt. That would ever make me come crawling back to you. No, you'll never catch me crawling back. ach ja, und diesen Park hier gibt es schon seit 60 Jahren. Direkt angrenzend hier neben ist auch ein Nationalpark. Ist, glaube ich, eine ganz gute Symbiose. Man weiß es nicht, aber es ist halt auch so ein bisschen aus Sicherheitsgründen, dass du dann hier den Leuten die Tiere näher bringst und nicht jetzt alle irgendwo stundenlang rausfahren und in die Wildnis fahren, und das ist halt nicht cool. Also, ne, das kleinere Übel, man weiß es nicht. Hell, I come 40,000 miles over here to see what them pretty little lips gonna do to me, baby. But every single time that I come around, I seen you got enough. Ja, die Wallabys sehen aus wie aufgepumpte Waschbären, ein bisschen mit ihrem geringelten Schwanz. Sind viel kleiner als das, was wir alles gesehen haben. Ach, da ist ein Baby. Trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane, but I made the game that you're trying to play. You know, I think you maybe ought to know this ain't my first rodeo. I've been around long enough to know some things you can't take back, some things you just got to let go. Yes. Well, hell, I got Sammy on the phone, Nikki at home, trying to get along so I can deal with you, babe. No, I ain't got time to change your mind, 'cause the Wir sind jetzt gerade bei den Koalas angekommen. Es gibt noch ein weiteres Gehege heißt das, Entschuldigung. Hier sind jetzt nur 4 Weibchen und die sind halt ziemlich robust hier, deswegen sind sie so zusammen und nicht irgendwo, wo die sehr sensibel sind. Das kommt immer darauf an, die werden dann auch benutzt, um mal Pressefotos oder sowas zu machen. Aber mit denen wird zum Beispiel auch hier weiterhin der Artenschutz betrieben. Und wenn die sich zum Beispiel paaren und vermehren, dann nehmen die auch quasi Koalas, um die wieder auszuwildern. Hier in den Nationalpark, der direkt nebenan ist, der auch Bäume beheimatet, die, weiß ich, über 400 Jahre alt sind, was ziemlich krass ist. Ja, also die erzählt hier echt viel und richtig interessante und auch witzige Sachen. Jo, also wir sind jetzt quasi wieder durch im Cleveland Wildlife Park. Wir haben so eine Dreiviertelstunde jetzt hier gehabt. Es waren jetzt gerade noch bei den Koalas, habt ihr ja gesehen, die teilweise auch durch Haushunde bedroht sind übrigens, die nämlich ihr Haus verteidigen. Und wenn jetzt ein Koala gerade irgendwie bei dir am Garten vorbeikommt, sich denkt, boah, das ist geil, hier mal ein Schläfchen, dann kommt es dazu, dass das nicht so gut ausgeht. Ja, wir sind wieder durch. Wir sind also 40 Minuten Bus gefahren, 45 Minuten durch den Wildlife Park gefahren, Cleveland Wildlife Park. Und jetzt fahren wir wieder Bus. Wie lange und wohin, weiß keiner. Wie lange wir hierhin gefahren sind, wurde auch übrigens vorher nicht kommuniziert. Nun ja, schauen wir mal, weil jetzt ist ja irgendwie, jetzt haben wir jetzt 5:45 und es soll ja zum Dinner gehen. Das matcht ja auch ungefähr mit dem Fahren und allem. Jo, also, wir sind jetzt quasi wieder durch in Cleveland Wildlife Park. Wir haben so eine Dreiviertelstunde jetzt. Cool finde ich, das Tierfutter, was man hier bekommt. Da steht es auch drauf, dass man, wenn man nicht alles gebraucht hat, das am besten einem anderen Besucher geben soll. Oder hier am Ausgang, am Giftshop, kann man das auch in so einen Bin werfen, einen Eimer. Und da benutzen die es dann einfach wieder. Und warum denkt man nicht so wirtschaftlich und schreibt da drauf, die sollen das anderen Besuchern geben? Weil das Ganze übrigens eine staatliche Bude ist. Are you staying, are you coming back? Well,
Schon reingebissen. Hey. Schon reingebissen. In einem. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground, come the sun up to sundown. Yeah, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. Yeah, I know George Jones and Gary Sturt, all them young guns, yeah, they've been through. Tell you one thing that you won't believe, a woman ain't nothing but a thing to me. Burn right through them like a cigarette, or a line of cocaine on a private jet. I give them good loving like they won't forget. Baby, good Lord knows what time it is. Hard as I try, maybe I just can't. I ain't no up and kinda leaving me. She kissed me one time and she took my heart. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Well, working 3 jobs, living out of a car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. I'm a honky-tonk star. Lord, I'm a honky-tonk star. Wir fahren jetzt U-Bahn. U-Bahn Kontinent. Wir haben euch ein bisschen was erzählt von unserem Walking with the Wildlife. Und dann ging es einfach, was waren es, keine 10 Minuten, ne? 5 Minuten durch den Nationalpark zu der Location. Ich kann den Namen, so viele Namen die ganze Zeit. Summit. Das Summit, meinst du? Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da haben wir sehr, sehr gut gespeist. Reden wir gleich drin drüber. Der Zug wurde geteilt. Wir mussten jetzt einmal nach unten und wieder nach oben, weil unsere Zughälfte auf der anderen Seite ist. Platinum und Gold wird immer noch hart getrennt, auch wenn jetzt hier große Banner sind. Aber eine Fußmatte hatten wir auch noch nicht. Und als wir eingestiegen sind, sind wir hier die ganze Zeit rückwärts gefahren. Ich vermute mal, dass wir ab jetzt vorwärts fahren werden. So, wir mussten jetzt mal in den Zug einsteigen, weil es soll ja auch weitergehen. Und wir waren jetzt wieder was spät dran, obwohl wir on time losgefahren sind und er Vollgas gegeben hat mit dem Bus und wir sind auch mit allen anderen Bussen gleichzeitig angekommen. Ich verstehe es noch nicht so ganz und die Kommunikation, aber wir hatten es ja schon. Aber der Ausflug heute war echt cool. Der Wildlife Park, super geile Experience einfach. Ne? Ist super toll, das so zu sehen und so hautnah mal ein bisschen zu erleben. Essen grandios, richtig, richtig gut wieder. Also so wie hier im Zug, auch jetzt außerhalb, wirklich richtig, richtig stark, was abgeliefert wird. Auch unsere erste Crew war mega gut, wirklich sweet alle und haben richtig gut performt und haben uns eine sehr gute Zeit hier an Bord geschaffen, man weiß es nicht. Crew ist jetzt gewechselt, Zug ist getrennt, steht hier auf 2 Bahnsteigen, deswegen sind wir einmal unten drunter durch. Von eigentlich Sydney beziehungsweise dann Blue Mountains aus sind wir ja rückwärts gefahren. Ich
kann mir vorstellen, da das ja hier in Adelaide so ein bisschen Kopfbahnhofmäßig ist, dass wir dann vorwärts weiterfahren. Das weiß ich aber nicht. Werden wir gleich sehen, wenn es sich gleich bewegt. Ja, Betten sind auch schon wieder gemacht, wenn man hier reinkommt. Und alles ist ready to mümmeln. Und wir haben es dann heute geschafft, mal kurz on the way zum Ausflug eine kleine Story auf Instagram direkt mal zu droppen, warum gestern zum Beispiel keine Stories kamen. Weil wir halt einfach hier grundsätzlich erstmal wenig bis gar kein Internet haben und zwischendurch halt wirklich einfach nichts ist. Habt ihr ja auch in den Aufnahmen bis jetzt gesehen. Und wir starten quasi jetzt in einen großen Block des reinen Zugfahrens. Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht nochmal irgendwo einen Stopp machen und aussteigen. Dann haben wir hier die Map. Und eigentlich starten wir ja auch in Sydney. Broken Hill sind wir ja kurz ausgestiegen. Und jetzt hier unten in Adelaide sind wir und jetzt fahren wir weiter. Und Cook wird auch hier beworben. Ist eine Geisterstadt. Ich weiß nicht, ob wir dann kurz einen Break machen und irgendwie Wasser auffüllen oder so. Denn wir haben dann in Rowilna, meine ich, ist das, oder ist es eins weiter, haben wir nämlich morgen Abend, am Freitagabend, unser Abendessen. Wir haben also morgen Frühstück im Zug und Mittagessen im Zug. Abendessen ist Under the Stars, wo wir neben dem Zug draußen quasi irgendwie uns befinden werden. Zeigen wir natürlich auch dann. Der Tag heute war auf jeden Fall cool. Schön viel mit dem Zug unterwegs. Ist eine super geile Experience und ich habe es jetzt auch gerade schon bei ein paar von euch gesehen. Ja. Das auch unter Eisenbahnenthusiasten der in dem Pacifik Thema ist und ein Träumchen ist und ja, den erfüllen wir uns für euch quasi. Uschi ist gerade aus der Bar wiedergekommen. Hallo. Man sieht dich nicht. Du musst die Treppe ein bisschen hochkommen. Man sieht mich wohl. Ja. Hier ist noch ein Pokémon, was aus der Erde kommt. Dick da. Du bist Dick 3. Weiterentwicklung. Tu das zurück. Put it back. Stimmt, fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben gerade einen Brief auf dem Zimmer gehabt. Das wegen dem nicht stattgefundenen Ausflug heute Morgen bekommen wir pro Person $150 erstattet. Ziemlich cool. Vor allem gab es ja quasi ein Ersatzprogramm, aber das ist ja nicht das, was man bucht und man will draußen rumlaufen. Nö, finde ich auf jeden Fall cool, dass sie das gemacht haben. Genau, Kängurus haben wir also vorher die ganze Zeit schon auf der Tour gesehen. Jetzt auf jeden Fall noch mal intensiver gezeigt. Wallabies haben wir jetzt gesehen. Alles gestreichelt, alles gefüttert und ich glaube, wir haben es dann jetzt. Du warst natürlich jetzt nicht da, um zu wissen, ob ich alles erzählt habe. Keine Koalas angefasst. Keine Koalas angefasst, nein. Wir sortieren uns jetzt erstmal wieder, weil vielleicht habt ihr gesehen, dass hier kein Koffer liegt. Der ist nämlich jetzt gerade unten. Wir nehmen jetzt wieder Klamotten für morgen raus und bereiten uns quasi auf morgen vor, damit wir das schon fertig haben und dann nicht mehr machen müssen. Aber bevor wir schlafen gehen, melden wir uns vielleicht nochmal, weil wir wollen ja auch klären, ob wir jetzt vorwärts oder rückwärts weiterfahren. Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die ich gar nicht erzählt habe, die voll wichtig ist. Wir wurden ja gesammelt, erstmal bei uns in der Lounge für den Ausflug. Und dann wurden wir abgeholt und mussten in eine andere Lounge. Und wir haben ja heute auch schon gelernt, dass es ja mehrere gibt. Ob 4 oder 5 ist jetzt umstritten. Beim Bingo waren wir ja die letzte Lounge, wo dann die Drag Queen noch am Start war. Es war auch knapp, dass fast hätte ich ein Bingo gehabt. Rechtzeitig. Unser erstes Mal richtig Bingo spielen. War schon ganz lustig dann. Und da mussten wir ja in eine andere Lounge, in eine andere Bar in diesem Zug. Und um da hinzukommen, wurden wir erst dann nochmal im Speisewagen gesammelt und dann wurden uns Oropax ausgehändigt. Und wir sind dann, das haben wir glaube ich noch erzählt, dass wir Oropax haben. Die mussten dann auch im Speisewagen schon reingestopft werden, denn wir sind durch Maschinenräume gelaufen, also durch Maintenance-Bereiche, durch Crew-Cabins und durch Maschinenräume. Mercedes-Benz ist am Start, wo ich da jetzt mal, ihr seid die Eisenbahner, vermute, dass das die Energieversorgung für den Zug an sich ist und dann hier alles, was wir hier so veranstalten, damit befeuert wird.
sehr geil, einfach so eine Backstage-Tour zu haben da. Also ich fand's cooler als die Wildlife Experience, da durchzurushen. Und wir haben dann auch die Single Caps gesehen. Wir haben ja Twin Gold und es gibt aber auch Single Gold. Und das sah ziemlich weird aus, dass du so schlangenförmig durch den Waggon läufst, wie da die Kabinen aufgeteilt sind. Und danach, als ob wir im Kreis gelaufen wären, saßen wir im gleichen Waggon, in dem wir gestartet sind, weil die ja auch sehr gleich gebaut sind. 1:1, logischerweise. Genau, das habe ich nämlich noch vergessen und von da aus sind wir dann gebündelt in den Bus gestiegen. Das habt ihr dann alles gesehen. So, wir sind übrigens auch jetzt gerade 2 Meter vorgefahren. Jetzt fahren wir wieder rückwärts, weil wir ja theoretisch, meiner Theorie nach, jetzt den restlichen Zug ankoppeln. Dann ist das auch wieder buchstabenmäßig in der Reihenfolge, die richtig ist. Aber dann fahren wir andersrum. Ich habe keine Ahnung. Werden wir gleich sehen. Hier ist übrigens das Ablegefach, was ich mal erwähnt hatte. Man kann auch hier den Staff roofen und das auch wieder lassen, das Lämpchen. Aber ich finde irgendwie total schwachsinnig, hier einen Tisch zu haben. Also mit auch so einem Nupsi da drin. Und es ist ja kein Schrank, da passt ja nichts rein. Warum habe ich im Bett einen Tisch so ein irgendwie? Naja. So, einen wunderschönen guten Morgen und wir fahren wirklich vorwärts jetzt den größten Teil der Strecke. Wie das jetzt nachts aussah, kann ich noch nicht sagen. Was ich auf jeden Fall schon sagen kann, ist, der Zug wurde verschmutzt. Hier sind überall Wassertropfen auf der Scheibe, sind aber hinten im Speisewagen auch. Da waren wir nämlich gerade beim Frühstück, auch wieder sehr gutes Frühstück. Diesmal saßen wir mit 2 Australierinnen zusammen. Super sweet und nett, Mutter und Tochter, gehobenem Alter. Die Mutter hat von Adelaide nach Sydney den Zug schon gemacht. Die hat den Garn schon gemacht. Und das fehlte ihr halt noch, das wollte sie noch machen. Und die fahren jetzt von Adelaide nach Perth, bleiben dann 2-3 Tage in Perth und fliegen dann zurück nach Adelaide. Also die machen das wirklich nur der Zug-Experience wegen. Also es sind auch fast alle, die das nur machen, weil man hier mit dem Zug mal fahren möchte. Und ja, Crew hat gewechselt komplett, aber auch bis jetzt alle super lieb und cool. Eine ist dabei, die macht hier auch die Diana aus Hannover, schöne Grüße. Work and Travel Jahr, vielleicht auch ein bisschen verlängern, so, und arbeitet dann hier im Zug, voll cool. Und ja, das ist erstmal so Stand der Dinge jetzt. Wir werden, wie ich das gestern angeteased, prophezeit, vermutet habe, in Cook halten. Da können wir uns dann kurz die Beine vertreten, kurz mal aussteigen. Das machen wir gleich auch. Und ja, ich weiß nicht mehr, was das andere war. Sehr, sehr geil. Wir haben uns gerade hingesetzt im Speisewagen, liefen 2 Emus an uns vorbei, die wir dann sehr schön beobachten konnten, weil die auch ein bisschen weiter weg waren und dadurch etwas länger zu sehen waren. Auch landschaftlich wieder hier irgendwie ganz anders und immer noch total beeindruckend. Wir sitzen aber auch auf der anderen Seite jetzt vom Zug quasi, ne? Wir sitzen ja jetzt hier in unserem Partyabteil und griffeln ein bisschen, Bierchen. Es gibt auch Snacks, die sind auch hier inkludiert. Manchmal kriegt man auch einfach so eine Tüte Chips, so eine kleine, aber die Brezeln, die viel geiler sind, sind in so einem großen Sack, da kriegst du halt ein Schälchen. Und wenn wir schon bei so kleinen Sachen sind, die man essen kann, saß ja mit den beiden Sweeties hier aus Australien zusammen beim Frühstück. Und die Omi, die war ja super süß einfach. War auch mal mit dem Truckee liiert oder in Love. Und es gibt ja so ein Steak mit Marmeladen und dann waren da 3 so andere Döschen noch oben, so eckige. Und das wäre typisch australisch und das muss man gegessen haben. Und ich denke so, nein, auf gar keinen Fall, das probiere ich gar nicht erst. Das ist wie Teer. Es ist auch von der Konsistenz wie Teer. Und ich so, come on, ey, wie oft komme ich jetzt hier hin? Ich probiere das safe. Habe dann was vom Brot abgemacht und die hat gesagt, ey, nimm nur ganz, ganz wenig. Ich so, ja, nee, ganz wenig. Das war dann in meinen Augen war sehr wenig, wie ich da reingetunkt habe. Das war so richtig,
ja, teerbitumenmäßig. Und sie, nein, das ist zu viel, das war viel zu viel. Und es ist so, als ob du einfach in einen Brühwürfel beißen würdest. So schmeckt das Ganze. Ist wohl das heiße Ding bei den Kids in der Schule. Man kann es essen, ich habe dann gesagt, aber man kann es essen, aber es ist nicht geil. Ich habe gesagt, also ich würde einfach heißes Wasser darüber und du hast eine Suppe instant. Und die Omi, exakt so wird das gemacht. Also das ist der einzige Weg, wo man das anständig mit essen kann. Also nimmst du hier ein paar Rahmennudeln, machst den Pot da drauf, heißes Wasser und bist ready. Genau, wir haben jetzt noch eine Stunde bis zum Mittagessen. Und dann essen wir Mittag und dann geht's nach Cook in die Geisterstadt. Also was wir auch noch nicht erzählt haben, ist, dass wieder die Zeit umgestellt wurde. Wir hatten das schon mal, weil wir natürlich durch den ganzen Kontinent fahren. Dann ist da irgendwann auch mal eine Zeitzone anders bei der Größe. Und wir hatten das schon mal, da war es nur eine halbe Stunde und jetzt waren es 1,5 Stunden. Es wird einem gesagt, bevor man in der neuen Zeitzone ankommt, dass das jetzt die neue Zeit im Zug ist. Ja, weil abends gestern Abend wurde uns das gesagt, dass jetzt 1,5 Stunden zurückgedreht wird, die Uhr. Und damit man am nächsten Morgen, wenn man dann schon in der neuen Zeitzone angekommen ist, auch die richtige Uhrzeit hat, weil es eventuell um Frühstückszeiten natürlich geht oder Ausflüge oder sowas. Deswegen soll man abends schon manuell sein Handy umstellen und dadurch, dass man ja fast nie Internet hat hier in dem Zug, funktioniert das natürlich auch nicht, das nicht manuell zu machen, sondern dass das Handy das von alleine macht. Und deswegen wird einem das vorher gesagt. Ab jetzt ist die aktuelle Train Time XYZ und dann sind alle Uhren im Zug nach dieser Zeit gehen die dann und alle Eventualitäten, ob es jetzt Abendessen oder Frühstück ist, geht dann nach dieser Zeit, auch wenn wir noch unbedingt gar nicht in dieser Zeitzone angekommen sind. Irgendwie verrückt, aber so ist die Kommunikation auf jeden Fall am einfachsten mit allen Leuten und es hat bis jetzt auch sehr gut funktioniert. Wobei gestern Morgen waren, glaube ich, welche, die hatten die halbe Stunde nicht so richtig mitbekommen. Ja, das wollten wir auf jeden Fall noch erzählen. Some things you just got to let go. Well, there's some things you can't take back. Lord, some things you just got to let go. Oh, you gotta let go. Oh, Lord, you can't take it back. Well, working 3 jobs, living out of the car. Mama never told me life would get this hard. Running around the world playing my guitar. Baby, you can love me, you can leave me, I'm a honky-tonk star. Yeah, a honky-tonk star. Yeah, I'm a honky-tonk star. So, Pibbles. Danke. Pibbles, wir waren essen. Und warte, wir gehen nicht. Also. Und es gab bei uns beiden Kamel. Das war sehr lecker, hat aber auch eigentlich geschmeckt wie normales Gulasch. Und ich habe auch ein Kamelkadaver, glaube ich, unterwegs gesehen. Und 2 von diesen Dinosauriervögeln. Und Nachtisch war grüne Apfelsorbet mit irgendeinem Apfelküchlein. Und wir sind in Cook angekommen. Wir tanken jetzt aber erstmal Wasser und Diesel. Und in 35 Minuten rollen wir vor und dann können wir aussteigen. So Leute, herzlich willkommen in Cook und wir haben jetzt die Möglichkeit, auch mal nach vorne zur Lok zu gehen und davor ein Foto zu machen. Uschi ist irgendwie zurückgefallen wieder. Es ist unfassbar mit der Frau, die lässt sich immer abdrängeln. Ansonsten werden wir sogar die Ersten, weil ich weiß, wo das Ende vom Zug ist, wo die Lok dran hängt. Da hat auch Uschi ein Problem mit.
ziemlich heiß hier. Das Ganze ist eine Geisterstadt, wo hier nur eine Handvoll Leute leben. Und diese Stadt wurde damals gegründet, um diese Züge hier ja, zu bedienen mit Diesel, Wasser. Maintenance Crews haben hier gewohnt, haben dann sich um Reparaturen gekümmert und so weiter und so fort. Das alles ist damit gestorben, als die Bahn privatisiert wurde. Und ja, jetzt gibt es aber trotzdem diesen Ort noch. Wir haben euch ja auch Servicen auf dem Weg schon mal gezeigt. Ein anderer Ort, der auch nicht mehr existiert, der auch von der Bahn profitiert hat. Und jetzt können wir hier ziemlich nice direkt am Zug langlaufen, am Indian Pacific. Und vorne die beiden Loks uns jetzt gleich mal zusammen angucken. Es kommt wenigstens. Gut, es ist nur eine Lok. Wir hatten noch 2 Loks. Da sind noch 2 Loks dran. Nun gut, schauen wir mal. Genau, wir dürfen nicht über die Schiene. Wir dürfen nicht in die verlassenen Gebäude. Es gibt nämlich ganz viele verlassene Gebäude. Das ist auch strengstens verboten. Und da gehen wir gleich auch noch mal gucken, wie es da jetzt genau aussieht. Und wie ihr seht, ist die ganze Zeit nix. Einfach nix. So, Uschi ist auch mal da. You see in magazines, the illusion falls and nothing's what it seems to be. And the part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your stories told 1,000 times. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Walking down the street, the rain is pouring down. By my feet I walk into a different sound. Sehr, sehr beeindruckend, den Zug jetzt so mal komplett in Gänze zu sehen und vor allem die Lok sich vorne anzugucken. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Durchsagen es im Zug gab und es wurde beim Vorbeigehen an der Lok einem nochmal gesagt, don't cross the rail, don't touch anything. Und die stehen einfach mal wieder in Massen auf den Gleisen, die Leute. Das ist ja unfassbar. Okay, hier müssen wir jetzt drüber. Ja, das hilft, glaube ich. Geil, ey. Es wirkt auch so ein bisschen wie für uns inszeniert hier. Aber so die leeren Fässer und alles so müllmäßig, das war jetzt auf der Strecke auch viel zu sehen. Ach ja, nichts betreten, ne? Ja, eine Handvoll Leute lebt jetzt noch hier. Es ist so eine Mischung aus alles, was wir schon gesehen haben, wirklich lost und belebt. Also die Beschreibung ist blumiger als das, was man jetzt hier vorfindet. Kein Grund, Panik zu bekommen. Wir müssen uns zurück auf den Weg machen in den Zug. Wir haben jetzt gerade die ersten leeren Gebäude erreicht. Haben uns auch ein bisschen länger an der Lok aufgehalten, weil wir ja noch geflogen sind. Übrigens ist unser Koffer, der als Aufgabegepäck mitfährt, nicht mit uns unterwegs gewesen und erst in Adelaide dazu gestoßen. Und wir waren die ganze Zeit getrennt unterwegs vom Indian Pacific. Wir wissen aber nicht, ob das daran liegt, also wahrscheinlich liegt es daran, dass wir nicht mit dem Zug da gestartet sind, wo wir starten sollten. Und habe ich das jetzt gesagt, ausführlich? Also die Feuerwehrsirene heult hier, damit man dann weiß, jetzt sollt ihr zum Zug zurückgehen.
nicht am Film. Wir sind jetzt im Cook gewesen, hatten da irgendwie ein bisschen zu wenig Zeit, wie Bro ja auch schon gesagt hat. War auch immer super hot, 35 Grad. Und jetzt haben wir uns abgekühlt und sind wieder in der Bar und spielen jetzt Wer ist es? Denn auch dieses Spiel gibt es hier. Ja, genau da ist alles cool. So Leute, wir haben da noch ein bisschen gespielt in der Bar. Aber ihr müsst das einmal sehen. Sieht man das? Ja. Die haben wir noch dabei, die waren noch über Nachos, aber Classic Meat Pie Geschmack. Und you can't say no. Da sind wir sehr gespannt, ob wir nicht doch Nein sagen können. Richtig alte Schuhe. Mm. Ja, richtig. Ich möchte einfach noch was für die hast. Ja, schön. Alte Schuhe. Das gleiche Knochenmehl, nachdem alle Chips, die irgendeinen Fleischgeschmack haben sollen, schmecken. Boah, jetzt riechen wir uns auch. Aus deinem Mund aber erst. Kein Mund. So, wir haben noch ein paar Stündchen Zeit bis zum Abendessen und haben jetzt gedacht, knabbern wir mal ein. Weil wir verlieren ja die ganze Zeit. Also wir sind irgendwie, wir haben um 12 quasi beim Mittag den Habener Essen und um 6 ist Abendessen, was aber dann irgendwie inzwischen dann um 8 ist. Mhm. Versteht man das? Es kommt ein Hümmerchen auf. Und natürlich machst du ja hier nicht viel. Und da kommt das auch mal dazu. Genau, aber wir haben auch uns noch mal ins Zimmer verzogen, warum auch immer jetzt irgendwas anfängt zu klappern. Ich bin's nicht. Dein Kopf sieht das, ne? Nein. Genau, wir sehen uns gleich wieder. Draußen ist die Lage unverändert. People, wir sind in, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, angekommen. Und hier haben wir unsere Dinner Under the Stars Outdoor, Outback, weiß ich nicht, Experience. Also wir sind hier nicht im Outback, auch wenn wir den ganzen Tag durch die Wüste fahren und weit und breit nichts und niemand ist. Ist das nicht wirklich das Outback, was es eigentlich ist, aber es wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so falsch, das so zu bezeichnen. Für den Deutschen ist es Outback genug. Ja, für den Deutschen ist aber auch schon die Sydney Outback. Ja, die Platinum-Gäste, die können direkt an den Tischen aussteigen. Ich finde es viel geiler, dass wir jetzt noch mal hier im Sonnenuntergang am Zug lang laufen und gleich im Dunkeln zurücklaufen. Das ist doch viel, viel cooler. Und ich bin auch gespannt, ob wir jetzt wieder so strikt getrennt werden wie gestern Abend, weil da waren separate Tische. Tell me, babe, where are you going? Prairie wind goes on blowing. Tumbleweed shadow, I'm tied to you. Alright, so don't worry, I won't sing you a song. I'll leave that up to Kev. I'm more of a backup dancer anyway. So my name's Nick, I'm the guy that's been talking on the PA since Adelaide, so sorry you've had to listen to my voice. I just want to welcome you all out here tonight and thank you all for joining us. Big round of applause for Kev, keeping us entertained. Round of applause for our hospitality staff, Crew C, and Nicole, the owner of the property. She's wandering around somewhere, so let's thank her for letting us have dinner on her property tonight. Alright, so tonight you are having... You got me in the backspin, spinning and I can't tell where to get the
Leute, wir haben jetzt gerade gegessen. Da das Ganze ja auch eine Schaffarm ist, irgendwie, die so groß ist wie Hamburg und Berlin zusammen, oder wie war das? Gigantisch groß auf jeden Fall. Gab es natürlich Lamm zum Essen, aber es war wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, wir sitzen hier draußen neben dem Zug und am Sternenhimmel. Den sieht man jetzt hier nicht so gut, aber wenn du da vorne ein paar Stepper rüber machst, kann man das sehr schön sehen. Total die geile Experience, Live-Musik dabei, die tanzen alle. Leider gibt es, also jetzt fürs Bild wäre es natürlich noch geil, eigentlich noch Feuerstellen, die werden heute aber nicht angemacht, weil es zu heiß und zu trocken ist. Und durch den Funkenflug, wir wollen jetzt nicht ganz Australien niederbrennen, nur damit wir ein geiles Bild für euch mitbringen können. Super geile Experience, also das ist wirklich das Highlight der Tour, würde ich sagen. Also nicht der Tour, sondern des Trips mit dem Zug. Ich wollte jetzt, wo wir jetzt mal zu zweit, also Minitis sind nicht zu viert, so ein bedeutungsschwangeres Video machen, wie wir dann jetzt im Zug essen, an so einem Tisch und fahren. Jetzt stehen wir im Güterdepot. Herzlichen Glückwunsch. So wie mit den Night-Zeitraffern, die dann einfach, nachdem die gestartet sind und laufen, wir irgendwo stehen bleiben, wo einfach ein Strahler in die Kamera reinläuft und das Zeug auch nicht zu gebrauchen ist. Der Indian Pacific meint es videotechnisch nicht gut. Ja. Ich nicht, danke. Bisschen verbrannt, oder? Nach unserem letzten Frühstück auf dem Zug hier müssen wir euch noch ein bisschen abholen und ein paar Sachen erzählen. Wir fahren gerade linke Hand an einer Pipeline vorbei. Das ist eine über 500 Kilometer lange Pipeline, die aus Perth hier ins Nirgendwo kommt. Also hier ist ein bisschen mehr als nix. Und immer noch heute Wasser fördert, der das erträumt hat und angeschoben hat. Den haben wir schon wieder vergessen. Lebt nicht mehr, weil er mir immer dazwischen gequatscht hat. Und die Kilometer sind eine gute Sache, denn ich habe einen kleinen Fehler gemacht, habe einmal das Kilometer vergessen und habe nur Meter gesagt, als wir uns unterhalten haben beim Abendessen. War auf jeden Fall erstmal 2 Tage gespött des ganzen Zuges zurecht. Und zwar gibt es hier auf der Passage, die wir fahren, das längste geradeaus Stück Eisenbahnschiene der Welt von 478 Kilometern. Ich habe Meter gesagt, was natürlich ziemlich lustig ist. Da passt nämlich noch nicht mehr der Zug ganz drauf. Da passt der Zug zweimal drauf. Also, nein, nur halb drauf. So, man möchte das zweimal, damit der Zug ganz drauf passt. Das ist mit diesen Zahlen die ganze Zeit. Wenn wir schon bei Zahlen sind, wir waren ja und guck, ein paar Zahlen habe ich euch auch noch vorenthalten. Also erstmal, was sich ein bisschen widerspricht, ist, in unserer Begleitbroschüre steht, dass eine Handvoll Menschen da lebt. Die Durchsage sagt, da wohnt kein Mensch mehr. Aber trotzdem kommen ja welche dahin, um den Zug zu versorgen. Und von Cook aus ist es 100 Kilometer bis zur nächsten Autobahn, 5 Stunden bis zur nächstgrößeren Stadt mit dem Auto und 12 Stunden entfernt ist der nächstgelegene Arzt. Weiß ich nicht. Aber wenn ihr dich nicht krank schreibt, hast du schon mal einen Arbeitstag weg. Unentschuldigt. Also wenn ich so am Sack bin, dass ich zu einem Arzt muss, der so weit weg ist, dann schaffe ich doch die Reise gar nicht mehr. Also das ist
Es gibt also keinen Arzt. Genau, das wollte ich auch noch erzählt haben. Und ja, wir frönen des Lebens hier, gucken aus dem Fenster und nähern uns Perth in ungefähr 5 Stunden. Der Ententrainer war auch gerade noch mal hier bei uns, hat jetzt bei uns angefangen. Der ist ja gestern die Wagen von hinten nach vorne abgegangen. Heute hat er hier gestartet und hat gespielt. Auch super Typ einfach. Also geile Stimme, geile Mucke. Hatten ja auch den Ententrainer bei dem Abendessen gestern, was ja auch grandios war. Also wirklich, das war ja sehr bedeutungsschwanger, da vor dem Zug zu sitzen. Also das ist ja wirklich, ich jetzt ja ganz Sau. Frühstück war auch wieder erste Sahne. Lieber. Das erstmal dazu. Roni scheint zu Asahi zu gehören. Hier auf der Flasche steht gebraut und hergestellt in Australien unter der Supervision von Birra Peroni bei Asahi Premium Beverages Pty Limited. Naja, okay. Es ist jetzt Tea Time hier im Zug, weil es gibt ja heute kein Lunch. Dafür haben die halt so eine Afternoon Tea hier jetzt im Angebot und dazu gibt es auch ein bisschen Gebäck. Was es ist, keine Ahnung. Ich glaub, das ist für dich. Das hier? Ja. Ja. Das riecht nach Fleisch. Das finde ich interessant. Ja, weiß mal rein. Jetzt machst du mal meinen Job. Gemüse. So. Glaube ich, Gemüse. Jetzt musst du mal das Brot da essen. Du meinst das Marmelade? Nee, aber... Oh nein, das ist Tee, das ist wirklich der Tee. Echt Tee? Das war nach dem Bad. Der ist runtergefallen. So eklig. Wenn du Tube Tomatenmark mit einer Flasche Maggi anrührst, so schmeckt das. Du musst das auch mal probieren. Also es ist nicht so schlimm wie das beim Frühstück. Viel zu intensiv. Wie so ein Extrakt, was man irgendwo reintut, damit man viel zu intensiv. Das macht man Sachen. Nee, mag ich mehr. Dann nehmen wir mal das. Bevor ich gehe, auf den Zug ein. Sausage Roll. Marzipancreme. Im Gegensatz zu mir fragen andere Leute, was das ist, was sie essen. Und wenn ich daneben stehe, schnappe ich das natürlich auch. Das ist Känguru. Coffee. It's not ours. Hi, Coffee! Das ist ja ungünstig. Also erstmal vorneweg, mir tun die Girls total leid. Die müssen jetzt alle Koffer durch diese Horde von Honks, wo wir auch zugehören, durchschleppen. Aber durch 4 Waggons, die müssen sich dabei beeilen. Die sind alle am Ölen, weil es auch total warm ist. Also das größte Problem ist, du musst die Türen ziehen, drücken zwischen Türen. Bleibst ja überall hängen. Aber das heißt, sie sind bald durch, weil unser Koffer war auch gerade dabei und wir sind in B, deswegen DCBA geht's los. Wir sind 5. Also die haben
3/4 geschafft. Ja, die Einzelzimmer haben wahrscheinlich nicht so. So, und unser Koffer mal wieder, der ist super slim, deswegen kann man ihn hier durchziehen, aber er ist ziemlich hoch und hat deswegen einen hohen Schwerpunkt und hat mal einen Flip gemacht in die Crowd rein. Und dann ging es ja aber richtig los. Mega lustig, aber ja, wir rollen im Schritttempo, Sichtfahrt nach Perth rein. Eben kurz, wenn die jetzt alle. Ja, jetzt kannst du hinterher springen aufs Klo schnell. Und musst entweder ein bisschen vorher weg oder hinterher. Ey, die tun mir so leid. Aber das Ding ist, gerade kam auch noch die Durchsage, alle können an der Plattform aussteigen, außer, also alle können an der Plattform aussteigen, das passt alles. Und dann kam so die Durchsage, außer D, C, B und A. Und dann ging ja auch wieder das Gegröle durch unsere Bar-Lounge. Wir müssen jetzt hier an der Bar aussteigen. Dafür ist der Zug dann auch in Perth zu lang. War witzig, alle so, oh krass, wir können doch alle an der Plattform aussteigen. Und wir hatten das vorher manuell vor Ort durchgesagt bekommen, dass das nicht geht. Theoretisch, der Zug wird getrennt. Der Zug wird nicht getrennt, es passt so, außer für uns. Es ist auf jeden Fall gerade noch eine kleine Gaudi, aber wirklich, mir tun die Mädels total leid. Das ist echte Kackarbeit, ey. Das ist wirklich nicht nett. Und manche Leute, die haben noch nicht mal es für nötig gehalten, jetzt einfach ihren eigenen Rucksack selber mit rauszutragen, sondern lassen den auf dem Zimmer, dass sie den hier vorne hinbringen müssen. Und dann bleiben wir noch ein bisschen hier drin. Und dann kommt alles auf die Plattform, wird auch nach A, B, C, D sortiert. Und dann kann man sein Zeug da wegnehmen. Unser Koffer ist glücklicherweise sehr auffällig. Ist egal, ob das sortiert ist oder nicht. Eckig und schwarz, sage ich euch, ist nicht die beste Idee für den Koffer. So, wir rollen immer noch ein. Cleaning ist am Start. Die sind schon heiß wie Frittenfett. Die ersten sitzen schon in ihrer Lounge, die am Bahnsteig ist. Das ist ja mal viel geiler vom Perth aus zu starten. Die Cleaning Crew ist heiß wie Frittenfett. Das Ding wird jetzt gleich hier auf links gedreht und dann fährt er wieder zurück. Das ist auch krass, ne? Also das ist wirklich beeindruckend und wie viel Manpower dahinter ist und was wir hier Sope, Fresse, Penne, Ausflüge machen, das relativiert den Preis irgendwo wieder, der trotzdem exorbitant hoch ist. Ja, aber dieser Personalaufwand drin ist, um das vielleicht auch mal endlich in Zahlen zu fassen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Bei uns war es jetzt rund, kann man auch nachgucken, aber rund, glaube ich, 2.000 € pro Person für diese Zugfahrt. 4 Steine haben wir beide jetzt hingelegt, um von Sydney nach Perth zu kommen. Fliegen ist definitiv günstiger, aber nicht so eine geile Experience, once in a lifetime. Und warum wir jetzt zum Beispiel nicht Platinum gemacht haben, was übrigens auch immer super schnell ausgebucht ist, das kostet das Doppelte. Da zahlst du wirklich zu zweit 8.000 € für diese Transferaktion. Keine Ahnung, wie es den Platinum-Leuten geht. Die wurden nämlich die ganze Zeit von uns isoliert. So. Wir sind kurz am Stehen. Noch ist Plattform neben uns. Das heißt, wir halten noch nicht an. Und danach haben wir noch roundabout 15 bis 30 Minuten, bevor wir heute aussteigen, weil dann kommen jetzt mal die Koffer raus und so weiter und so fort. Wir haben keinen Stress. Und wir sehen uns vom Zug nochmal wieder. That's all, folks. It's a wrap. Tschüss, Indian Pacific. Feierabend. Es geht nicht weiter ohne. Normal kann man die noch. Mehr geht nicht. So, da können die sitzen. Thank you for your help. Well, thank you. It's been a pleasure. So have you. Thank you, Judith. Thank you, Dennis. Thank you very much. It's okay. It's been a pleasure. Oh, sorry. I'm so scared, everyone. Have a good one. Thank you very much. Sorry, I gave everyone a heart attack at the end of the video. Mach's gut. Vielen lieben Dank euch. Danke, viel Spaß in Perth. Steht hier alleine rum. Wow. Das war schwer. Okay. Keine Ahnung, was wir wieder gemacht haben. Wir haben das umgestellt. Stimmt. So, wir sind raus in den Pacific. Ui, das war's. Dream I heard a warning saying leave the rest, take only what you need.
So, ganz zum Schluss final noch, weil wir nämlich jetzt doch noch mal pipi müssen. Ganz großes Lob an die komplette Crew. Das war Wahnsinn. Also wirklich, was die Crew da abliefert und wie die uns da umsorgt haben. Richtig stark. Lass den Koffer hier stehen, ich warte dann und dann gehen wir getrennt. Das war wirklich super. Tolle Experience, wahnsinniger Ausflug. Man muss wissen, ob man das will oder nicht. Es ist viel Geld, es ist eine lange Zeit, es ist vielleicht hier und da nicht perfekt und abgerundet. Es wurden so Karten rausgegeben für Gästefeedback, das haben wir auch abgegeben, da haben wir alles genauso reingeschrieben. Das war unser Trip mit dem Indian Pacific von Sydney nach Perth in Australien. Vielen Dank für euer Interesse.